Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe auf jeden Fall meine Haare angepasst auf die Jahreszeit. Es wird wärmer draußen und dementsprechend habe ich meine andere Frisur ausgepackt. Was sagt ihr? Ich hoffe, sie ist annehmbar. Jetzt sind nicht nur die Berichte auf Ami-Level, sondern auch noch meine Frisur. Als nächstes rede ich nur noch Englisch. Was hält ihr davon? So, wir gehen in die aktuellen News rein. Als allererstes habe ich für euch auf jeden Fall ein Video zusammengestellt, das um Jay-Z geht. Jay-Z hat auf jeden Fall auch eine Schule gehabt, wie der Diddler. Aber nicht so, wie ihr denkt, ein bisschen anders. Und zwar hat er die Leute abgezogen. Ja, er hat die abgezogen. Und darüber wurde auch viel berichtet. Da hat die Leute abgezogen und auf die ekelhafteste Weise überhaupt. Er hat einfach teilweise auch Leute von der Straße geholt, Studenten, junge Leute, die auf der Straße leben, die nicht viel haben, und hat die hoch verschuldet. Ja? Also der mit den Namen Jay-Z, DJ Khaled und Rihanna sehr viel Geld, sehr viel Kohle gemacht. Und ja, das auf jeden Fall, ich will nicht so viel spoilern, das kommt jetzt. Und danach gehen wir auf jeden Fall in die Diddy-Thematik rein. Aber anders dieses Mal, es geht um die Kinder. Denn die Kinder sind jetzt auch in der Klage aufgelistet worden. Von diesem Little Rod. Ihr wisst schon, wo 5 Klagen fallen gelassen wurden, beziehungsweise abgewiesen wurden. Aber es sind noch genug andere Klagen da und die Kinder wurden da auf jeden Fall auch genannt. Also, bis gleich. Nicht vergessen, ein Like dazu lassen, schreibt irgendwas in die Kommentare. Wenn ihr nicht wisst, was, schreibt irgendwas in die Kommentare. Ihr wisst ja, wie es läuft. Dankeschön für den ganzen Support. Und wir sind schon 57.000 Abonnenten mittlerweile. Hey, es dauert anscheinend länger als gedacht, aber die 100.000 sind auch nicht mehr so weit, liebe Leute. Also, bis gleich. Schockierende Enthüllungen rund um die Roc Nation School, eine Bildungseinrichtung, die in Zusammenarbeit mit Jay-Z und der Long Island University gegründet wurde. Was als vielversprechendes Projekt begann, hat sich für viele Studierende als Albtraum entpuppt. Es geht um Täuschung, finanzielle Ausbeutung und gebrochene Versprechen. Lasst uns in die Details eintauchen. Die Versprechen der Roc Nation School. Die Roc Nation School wurde mit großem Hype angekündigt. Eine schuldenfreie Ausbildung für talentierte junge Menschen, insbesondere aus finanziell schwachen Verhältnissen. Es wurden Stipendien angeboten, die angeblich alle Kosten abdecken sollten, von den Studiengebühren bis hin zur Abschlussfeier. Prominente wie Rihanna wurden als Gastredner angekündigt und Jay-Z's Name stand überall, um Vertrauen zu schaffen. Die Realität? Gebrochene Versprechen. Doch die Realität sah ganz anders aus. Viele Studierende berichten, dass sie trotz der Zusicherung einer schuldenfreien Ausbildung plötzlich Tausende von Dollar an Schulden anhäuften. Einige mussten sogar Kredite von bis zu 40.000 Dollar aufnehmen, um Unterkunft, Verpflegung und zusätzliche Gebühren zu bezahlen, Kosten, die angeblich abgedeckt sein sollten. Ein besonders schockierender Punkt: die Formulierungen der Stipendienbedingungen wurden nachträglich geändert. Anfangs hieß es schuldenfrei, später nur noch gebührenfrei. Diese Änderung hat viele Studierende in eine finanzielle Krise gestürzt. Manipulative Methoden. Die Rekrutierungsmethoden der Schule werfen ebenfalls Fragen auf. Einige Studierende erhielten Textnachrichten von unbekannten Nummern mit dem Versprechen eines Vollstipendiums. Besonders verstörend. Auch obdachlose Jugendliche wurden gezielt angesprochen. Wie kommt eine Universität überhaupt an solche persönlichen Daten? Das Ganze wirkt extrem manipulativ und ausbeuterisch. Mangelhafte Infrastruktur und Qualität. Auch die Qualität der Ausbildung ließ zu wünschen übrig. Studierende berichten, dass es keine professionellen Tonstudios gab. Sie mussten improvisieren und eigene DIY-Studios bauen. Und was ist mit den angekündigten prominenten Gastrednern? Sie sind nie erschienen. Die gesamte Erfahrung war für viele ein großer Vertrauensbruch. Die Folgen für die Betroffenen. Die Auswirkungen auf die betroffenen Studierenden sind verheerend. Viele mussten ihre Studienpläne abbrechen oder ändern, weil sie sich die unerwarteten Kosten nicht leisten konnten. Ein Student gab an, dass er seine Karrierepläne aufgab und nun fast 40.000 Dollar Schulden hat. Andere berichten von psychischen Belastungen durch die finanzielle Unsicherheit. Der Name von Jay-Z steht im Mittelpunkt dieser Kontroverse. Obwohl er persönlich nicht direkt involviert war, wurde sein Einfluss genutzt, um Vertrauen bei den Studierenden zu schaffen. Viele fühlen sich von ihm im Stich gelassen, vor allem da er als Milliardär theoretisch in der Lage wäre, diese Schulden auszugleichen. Fazit: ein System voller Täuschung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, die A-Rock Nation School hat das Vertrauen vieler junger Menschen missbraucht. Menschen, die an ihre Träume glaubten und dachten, sie hätten eine Chance auf eine bessere Zukunft ohne finanzielle Belastungen. Stattdessen wurden sie in ein System gelockt, das sie finanziell ausbeutete. Wisst ihr, was mich an dieser ganzen Sache immer wieder nervt? Dass es immer wieder schwache Leute trifft. Die Schwächsten aus unserer Gesellschaft, die trifft es jedes Mal. Hey, ich bitte euch, Studenten, also wisst ihr, was ich meine? Wie ekelhaft ist das? Die wollen lernen, die wollen was aus sich machen und die werden einfach so gelockt mit den großen Namen. Und ja, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die halt das umsonst gemacht haben. Ihr wisst ja, wie das im Leben ist. Die haben ihren Namen gegeben und dafür haben die natürlich Kohle kassiert. Das ist meine Theorie. Abgrundtief ekelhaft. Einer ist nicht besser als der andere. Und ich glaube, wir alle wissen ganz genau, dass die nicht unbedingt den Jugendlichen und so weiter helfen wollen. Ob es jetzt Diddy ist oder Jay-Z ist, die denken nur an ihre eigene Brieftasche und das war's auch. Punkt. Mehr ist da auch gar nicht. Die denken nur an sich selber. Narzisstisch, egoistisch, ekelhaft. Aber hey, schreibt mir gerne eure Gedankengänge in die Kommentare, damit ich, keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, verpasst oder was auch immer. Ja, was denkt ihr darüber? Wir gehen auf jeden Fall in das nächste Video rein. Ich habe das uns übersetzen lassen und habe jetzt die, sage ich mal, unnötigen Sachen rausgekattet. Weil wir wissen ja, dass er im Gefängnis sitzt, wegen was er im Gefängnis sitzt, der Diddy und so weiter. Ne? Das müssen wir nicht x-mal wiederholen. Also ja, so. Eine ziemlich große Entscheidung wurde von einem Richter gefällt, der 5 der 9 Ansprüche von Lil Rod zurückwies. Also warf er Erpressung, Vertragsbruch, absichtliche psychische Leiden. Allerdings behielt er die Vorwürfe des sexuellen Übergriffs und des sexuellen Handels ausdrücklich unter dem Gesetz zum Schutz von Opfern des Menschenhandels. Bevor wir auf die beiden anderen berühmten Persönlichkeiten eingehen, die wir heute besprechen werden, werde ich kurz auf die Anschuldigungen von Lil Rod gegen Diddy eingehen. Während dieser Zeit lebte Lil Rod mit Diddy zusammen, mit dem er damals als Produzent arbeitete. Lil Rod behauptete, dass Diddy ihn ständig aktiv berührte, dass Diddy ihn angeblich in privaten Bereichen berührte und dass Diddy angeblich nicht einer Nacktmassage zugestimmt hatte. Also Diddy wollte von ihm eine Nacktmassage und er hat abgelehnt. Ja, verständlich. Der wollte nur Beats machen oder was auch immer. Ne? Also der wollte da das Album fertig machen und nicht ihn fertig machen. Lil Rod soll auch für homosexuellen Sex ausgebildet worden sein. Jetzt nennt Lil Rod auch Cuba Gooding Jr. und Diddys Sohn Justin Combs als Angeklagte. Werfen wir also einen Blick auf die Anschuldigungen. Laut der Klage behauptet Lil Rod, dass Diddy ihn kultiviert und ihn an seine Freunde weitergegeben hat. Diese Angst wurde Wirklichkeit, als Mr. Combs Mr. Jones auf Mr. Combs Yacht Cuba Gooding Jr. vorstellte. Während der Einführung schlug Herr Combs vor, dass Cuba Herrn Jones besser kennenlernen sollte. Dann ließ er sie allein in einem provisorischen Studio auf der Yacht. In der Klage von Lil Rod gibt es tatsächlich Fotos dieser offensichtlichen Interaktion. Und um ehrlich zu sein, ist dies eines der Dinge, die es von anderen Klagen unterscheidet. Wir haben nicht nur Namen berühmter Persönlichkeiten, sondern auch Fotos, darunter auch mit Cuba Gooding Jr. Auf einigen Fotos sehen wir Diddy und Cuba, die mit Diddy Arm über Cuba sprechen, und auf dem nächsten Foto legt er tatsächlich seinen Arm um Lil Rod und grinst. Ja. Ich glaube, also wenn ihr den Rechten euch anschaut, ne, dann sagt das eigentlich alles aus. So viel Menschenkenntnis haben wir alle, glaube ich. Wenn wir den angucken, dann wissen wir ganz genau, dass er nicht unbedingt jetzt auf die Musik stolz ist oder so oder auf seine Produzentenleistung oder was auch immer. Ne, der guckt auf was ganz anderes hier. Oh je. Gerichtsdokumente zitieren Cuba Gooding Jr. Der begann Mr. Jones Beine zu berühren, zu tasten und zu streicheln, den oberen inneren Teil seines Oberschenkels, in der Nähe seines Schneiders, Gesäßes und Schulter. Mr. Jones fühlte sich sehr unwohl und fing an, von Mr. Gooding wegzulaufen. In all dem halte ich es für wichtig zu beachten, dass er schon früher mit Anklagen konfrontiert war. Laut People bekannte er sich in einem Fall schuldig, 2022 eine Frau gewaltsam berührt zu haben. Ein Vorfall, der sich 2018 in einer Dachbar in New York ereignete. People berichtete auch, dass er 2020 eine weitere Klage beigelegt habe, die aus Vorwürfen stammte, dass er 2013 bei 2 verschiedenen Gelegenheiten eine Frau vergewaltigt habe. Die erwähnten Beispiele sind Zivilklagen, ebenso die von Lil Rod. Es sind nur Anschuldigungen. Cuba Gooding Jr. wurde nicht wegen des gleichen Verbrechens angeklagt. Ja, aber wenn der Vergangenheit schon mal so etwas getrieben hat, dann ist das nicht unbedingt weit hergeholt, dass er dann unsittlich berührt hat. Wisst ihr, wie ich meine? Dann ist das noch das Kleinste der Dinge. Da hat er schon ganz andere Sachen gemacht anscheinend.
Anklagen gegen Justin Combs, Sohn von Didi, behauptet Lil Rod, er habe prostituierte, minderjährige Mädchen und Sexarbeiter angeworben. In der Klage befindet sich tatsächlich ein Bild von Justin Combs und einem angeblich minderjährigen Mädchen. In diesem konkreten Fall behauptet Lil Rod, dass mindestens ein minderjähriges Mädchen zu Didis Haus für ihre sogenannte Hörparty gekommen ist und dass eine Sexarbeiter offenbar auch von einem Freak angeworben wurde. Hier ist eine schnelle kleine Erklärung über Freaks. Wir hörten zuerst von ihnen von Casey, dann von Lil Rod und schließlich in der Bundesanklage. Nach all dem ist ein Freak eine Situation, in der Didi die Person angeblich drogen würde oder einer seiner Komplizen die Person drogen würde und sie dann zwang, Sex mit Prostituierten zu haben. Möglicherweise während er zuschaute, manchmal teilnahm, manchmal masturbierte und dann aufzeichnete. Oft werden diese Aufnahmen angeblich als Revenge-Porno verwendet, weißt du, um den Leuten zu sagen, dass sie sich nicht melden sollen. Wenn du das tust, werde ich dieses Band herausholen. Quasi auf gut Deutsch erpresst, ne? Da hat die Leute erpresst mit diesen Bändern. Das wissen wir schon sehr früh, haben wir sehr früh einen Verdacht gehabt und ja, scheint ja so zu sein, wie es aussieht. Also halt die Klappe. Alle Vorwürfe, aber das ist der Freak. Justin Combs wurde als Angeklagter aufgeführt, laut Lil Rod, weil er Didis sogenanntes Rico Enterprise erleichterte und manchmal daran beteiligt war. Also haben wir über den Freak von Justin Combs gesprochen, der in Lil Rods Klage gezeigt wurde, aber er erhebt auch einen anderen Vorwurf, nämlich die angebliche Beteiligung von Justin Combs an der Vertuschung einer Schießerei, die Lil Rod Zeuge war. Dies geschah am 12. September 2022. Das war außerhalb von Didis Growls Studio. Nun, laut Lil Rod waren Diddy mit seinem Sohn Justin und Justins Freund G da, als die Dinge ein wenig heiß wurden. Lil Rod sagte, er höre mehrere Schüsse und finde G später in Fötusposition auf dem Badezimmerboden. Lil Rod sagte, seine Hüfte und seine Beine bluteten. Lil Rod sagte in der Klage, er habe Druck auf Gs Wunde ausgeübt und er bat die Menge, wissen Sie, einen Krankenwagen zu rufen. Da verschwanden Diddy und Justin Combs angeblich in einem anderen Teil des Studios. Was musste dieser Produzent alles miterleben? Was musste der alles mitmachen? Also, wie gut wurde er vergütet, sage ich mal, ne, um das Ganze mitzumachen? Also, bei aller Liebe, ihr wisst schon, ne? Also, man kann ja viel hinnehmen, aber das ist einfach zu viel. Also, ich hätte als Produzent gar keinen Bock, egal welcher Weltstar, sowas mitzuerleben. Wohin? Wo fängt's an? Wo hört's auf? Also, wie viel kriminelle Sachen hat er miterlebt in dieser kurzen Zeit? Das ist ja der Wahnsinn. Diddy gab strenge Anweisungen der Polizei zu sagen, er habe nichts mit der Schießerei zu tun. Oh, klar. Er zwang Mr. Jones auch, die Polizei anzulügen und ihnen zu sagen, dass sie von einem Angreifer erschossen wurde, während sie vor dem Studio stand. Justin Combs wurde nicht strafrechtlich angeklagt, nur Anschuldigungen. Als diese Anschuldigungen in der Lil Rod-Klage erhoben wurden, gab Justins Vertreter eine Erklärung ab. Justin Combs bestreitet diese lächerlichen Anschuldigungen kategorisch. Das ist alles eine Lüge. Klares Beispiel einer verzweifelten Person, die verzweifelte Schritte in der Hoffnung auf Geld unternimmt. Ja, irgendwie ist es immer das gleiche Argument. Die Leute wollen nur Geld haben und alle lügen. Komischerweise alle lügen. Ne? Keiner sagt irgendwie ansatzweise die Wahrheit. Ja, klar. Verleumdungen über die Familie Combs haben rechtliche Konsequenzen. Wir haben die Anschuldigungen von Cuba Gooding Jr. und Justin Combs überprüft. Interessant sind neue Dokumente, die veröffentlicht wurden. Das Team von Lil Rod sagte, sie hätten seit einiger Zeit daran gearbeitet, Dokumente für die beiden Angeklagten bereitzustellen. Aber das ist nicht passiert. Tatsächlich behauptet das Team von Lil Rod, dass beide Männer den Dienst umgehen. Ich werde die Gerichtsdokumente für sich sprechen lassen. Zitat. Dieser Antrag ergibt sich aus der vorsätzlichen, fortgesetzten und gut dokumentierten Dienstausweichung des Beklagten, trotz umfangreicher Bemühungen des Klägers, einschließlich persönlicher Dienstversuche an mehreren verifizierten Adressen, formeller und informeller Befreiungsanträgen, professioneller Skip-Tracking-Untersuchungen, physischer Überwachung und servicebezogenen Gebühren von über $1.000. Wie kann man seinen Sohn Justin Dior Combs nennen? Also Dior, wie ein... Ich kenne das, dass Leute das mit diesem Hund gemacht haben, dass sie den irgendwie Prada oder, keine Ahnung, nach irgendwelchen Boxern benannt haben, Lennox oder Lennox Lewis, ne? Also Lennox oder andere Dinge, halt Tyson. Aber Dior, obwohl ich habe vergessen, Diddy ist ja vom anderen Ufer, da geht ja sowas auch, da hat er dieses, ne, andere Denken, dieses, da hat ein ganz, ganz feines Gespür für so Sachen, ne? Für Düfte, für Dinge wie Frauen.
teilweise. Und daher wahrscheinlich der Name auch. Die Angeklagten Cuba Gooding Jr. und Justin Dior Combs haben alle traditionellen Dienstleistungsmethoden verhindert. Ihre Handlungen sind mehr als nur Flucht. Sie sind Teil einer bewussten Strategie, um den Gerichtsprozess zu vereiteln und ernsthafte Bundesklagen zu vermeiden, die sexuellen Missbrauch, Menschenhandel und damit verbundene Ansprüche betreffen. Lil Rod behauptet, dass Cuba Gooding Jr. von all dem wusste und dass er einfach die rechtliche Vorladung ignorierte. Er behauptete auch, dass das Angebot von Justin Combs in privaten, geschlossenen Grundstücken isoliert und von Sicherheitspersonal geschützt wurde, trotz wiederholter Handhabung von Serverzugriffen und authentifizierter E-Mails. Beide Angeklagten waren von der Aktion bekannt und Herr Gooding diskutierte die Klage in einem Podcast. Der Angeklagte Sean Combs wurde zugestellt und wird verfolgt. Der Kläger hatte alle angemessenen Mittel ausgeschöpft, um den Dienst zu leiten. Ihre Abwesenheit in diesem Verfahren ist das Ergebnis von Umgehung, nicht Unwissenheit. Lil Rods Team behauptet, sie haben umfangreiche Aufzeichnungen von Fakten, die die Bemühungen der Kläger gegen Cuba Gooding Jr. und Justin Dior Combs widerspiegeln. Bemühungen über 2 Küsten, mehrere Prozessserver, hohe Sicherheit und strategische Umgehung. Beginnen wir also mit Cuba. Lil Rod sagt, dass sein Team mehrmals versucht hat, ihn an mehreren Adressen zu bedienen. Die erste ist die Adresse der Wilshire Avenue in Los Angeles. Also kam der Server und wurde am 21.10.2024 der Zutritt zum Gebäude verweigert. Nach Angaben der Leute dort war Gooding an diesem Ort nicht mehr vertreten, also weigerten sie sich, irgendwelche Dokumente anzunehmen. Die zweite ist eine Adresse in Northridge, Kalifornien. So haben Anwohner und Nachbarn zwischen dem 22. und 25. Oktober 2020, also zum 4. Mal innerhalb mehrerer Tage, den Prozessserver immer wieder mitgeteilt, dass sie noch nie einmal von Herrn Gooding gehört hätten, der nicht mit dem Grundstück in Verbindung steht. Es ist merkwürdig, nicht von ihm zu hören. Sie versuchten eine andere Adresse, Carmelina Avenue in Los Angeles. Immer diese Geschichten, gell? Dass die immer wieder davonkommen mit diesem ganzen Quatsch. Das ist immer wieder ein Phänomen für mich. Der Service wurde 5-mal versucht. Das war zwischen dem 20. November und dem 26. November letzten Jahres. Nachbarn sagen, dass Mr. Gooding vor Jahren ausgezogen ist und das Haus von unverwandten Personen besetzt ist. Noch verrückter ist, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Cuba Gooding Jr. versucht hat, sich dem Service zu entziehen, wie Lil Rod behauptet. Herrn Gooding ist diesen Strategien nicht fremd. In den Rechtssachen Kelsey Hayward Faust Gooding Jr. und Jasmine Abbey Faust Gooding Jr. wurden New Yorker Gerichte nach ähnlichen Fluchtakten gezwungen, Versäumnisurteile zu verhängen, obwohl persönliche Dienstleistungen erreicht worden waren. Die Fälle, die alle aus Vorwürfen sexueller Übergriffe stammen, zeigen ein klares Verhaltensmuster, bei dem Gooding öffentlich die Klage anerkennt, privat weigert sich zu kooperieren und verfahrensmäßig verschwindet. Erinnern Sie sich an die letzte Zeile, Thema kommt im Interview auf, mehr darüber mit Melba Pearson. Vorher zu Justin Combs. Das Team von Lil Rod sagt, dass sie auch mehrmals versucht haben, ihm zu dienen. Also die erste Adresse, El Centro Avenue, Los Angeles, ist ein geschlossenes Wohngebiet. Also wurde ihnen offenbar mehrmals der Zugang verweigert. Der nächste ist die Wilshire Avenue in Beverly Hills, Kalifornien. Natürlich brachte mich das zu diesem sehr spezifischen und ikonischen Segment aus Pretty Woman. Lassen Sie ihn an der Rezeption für Sie. Holen Sie es ab. Regent Hotel, Beverly Wilshire, schreiben Sie es auf. Hast du es aufgeschrieben? Du wirst sterben. Schreib es auf, Rick. Beef kümmert sich darum. Ein besonderer Moment in Pretty Woman. Allerdings durchging ich Gerichtsdokumente am Dienstagmorgen und sah Wilshire und Beverly. Glaube nicht, dass Reg Bever das tun würde. Wenn ich es nicht getan hätte, wäre es ein großer Fehler. An dieser Adresse, Wilshire, Beverly Hills, kam Justin offensichtlich. Keine Weiterleitungsadresse. Die dritte Adresse, die Lil Rod und sein Team zu gehen versuchten, war OnStar Island in Miami Beach. Infolgedessen können Personen, die diese Dokumente besitzen, nicht zugreifen, da es ein Wachhaus und ein Eingangstor gibt, und sie können nicht an mehreren Orten zugreifen. Rod Jr. nennt Justins Vorgehen ein koordiniertes Obstruktionsprogramm und listet mehrere Beispiele auf. Zusätzlich zu den physischen Hindernissen führte der Kläger Überwachungen an bekannten Orten von Herrn Combs durch, überwachte soziale Medien und identifizierte den Vorladungsserver, der Christian Combs erfolgreich bediente. Der Server wurde zugewiesen, aber der Zugang zu Justins Wohnung wurde verweigert, obwohl unter den gleichen Bedingungen. Aussagekräftigstes Verhalten des Anwalts Jonathan Davis. Am 17. Mai 2024 erklärte Herr Davis im Namen der Anwälte der Kläger, dass er die Dienste aller Combs-Beklagten in Anspruch nehmen werde, einschließlich Justin Dior Combs. Die Klägerin stützt sich auf diese Aussage und kommuniziert die D-Befreiungsregel entsprechend. Herr Davis versäumte es jedoch, Justins Verzicht zurückzugeben und zog sich ohne Erklärung von weiteren Kommunikationen zurück, was ein koordiniertes Muster der Behinderung zeigte. Wenn das wahr ist, haben Lil Rod und sein Team alles getan, um diese Leute bedient zu werden.
Lil Rod sagte auch, dass er bereits mehr als $1.000 in Gerichtsverhandlungen bezahlt und eine Reihe verschiedener Strategien ausprobiert hat, um dies zu tun. Es gab also mehrere gescheiterte Eintrittsversuche an diesen hochsicheren Orten. Nachbarn, Türsteher und Hauspersonal wurden ebenfalls befragt. Es gibt eine offizielle Skip-Tracking und Adress-Tracking. Es gibt auch Versuche von direkten und elektronischen Diensten durch bekannte Rechtsberater und natürlich auch die Überwachung und Fotodokumentation physischer Hindernisse. Wahnsinn, gell, wie viel unternommen wird im Hintergrund. Wow. All dies unterstreicht, dass traditionelle Dienste nicht nur versagt, sondern auch unpraktisch sind. Weitere Versuche mit traditionellen Bedürfnissen werden keinen Zweck bringen. Beide Angeklagten sind Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Bekannte Wohnorte. Sie wussten von der Klage, versteckten sich durch ein Muster des Schweigens und der Vermeidung. Spezieller Punkt von Lil Rod: Großbuchstaben. Fett. Zitierte auch Prominente. Status und geschlossenes Leben befreiten den Angeklagten nicht von seinem Dienst. Wir werden dies auch während unserer Interviews vertiefen. Was wird Lil Rod tun? Gibt es eine Möglichkeit, diesen Leuten zu dienen? Ja, er wollte in den Zeitungen Werbung machen, insbesondere in der New York Times und der Los Angeles Times. Hier schlägt die Klägerin vor, Artikel in der New York Times und der Los Angeles Times zu veröffentlichen, die in den Regionen, in denen die beiden Beklagten leben, arbeiten oder enge Kontakte unterhalten, weitreichende Präsenz haben. Diese Kanäle eignen sich, da Informationen öffentlich verfügbar sind und Personen in deren Nähe die Mitteilung sehen können. Ich muss meine Redakteurin Christina loben, die einen wunderbaren Job gemacht hat. In vielen unserer Geschichten haben wir alle diese Klagen, ziehen Dinge heraus und zitieren sie. Ich habe sie oft vermasselt beim Lesen. Ich hoffe, sie gefallen euch. Es ist interessant, die innere Geschichte der Klage zu sehen, aber wir müssen Christina dazu bringen, sich zu äußern. Zurück zu den Anschuldigungen. Es gibt viele Gerichtsdokumente. Danke, Christina. Ich brauche Hilfe, um es zu verstehen. Sehen wir uns die großartigen Gäste von heute an und springen ins Interview. Ein weiterer Tag, eine weitere Episode des Skandals. Unser heutiger Gast ist unser Diddy-Experte, die ehemalige Staatsanwältin Melva Pearson. Melva freut uns immer wieder mit ihrem Besuch. Danke, dass Sie beim Skandal sind. Ja, vielen Dank, dass du mich und Wang hier eingehend diskutieren lässt. Okay, ja, heute gibt es viel zu reden. Also behaupten wir, dass Cuba Gooding Jr. und Justin Combs dieses Dokument entkommen. Ich meine, was denken Sie darüber? Warum sollten Sie das tun? Weil sie nicht Teil des Outfits sein wollen. Offensichtlich wollte er in Justins Fall nicht gegen seinen Vater aussagen. Er mag sich Sorgen machen, sich selbst zu belasten, weil es einige... Die sehen halt sehr jung aus, gell, aber die sind halt nicht mehr jung, Leute, ne? Also der ist auch Anfang 30. Deswegen kann man hier nicht von einem kleinen Kind reden, auch wenn er einen Anschein nach kindlichen Körper hat und, keine Ahnung, sehr jung einen vorkommt, ne? Hättet ihr mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, der ist, keine Ahnung, Anfang 20, aber der ist schon über 30, wie ich verstanden habe in der ganzen Zeit, ne? Wo über den berichtet wurde, über die Kinder von denen. Ja, klar wollen die nicht gegen den Vater aussagen. Natürlich wollen die irgendwie flüchten und das Ganze ignorieren mit mehreren Adressen ist nicht zustellbar, pipapo, ne? Aber im Endeffekt kannst du nicht entkommen. Du kannst nicht weglaufen vor deinen Problemen. Und da muss ich sein Problem auch stellen, definitiv. Aber sollen die mal machen, ne? Das sind ja alles Millionäre, Milliardäre da, ne? Macht mal noch. Gerüchte und Anspielungen gibt, dass er auch an einigen schrecklichen Verhaltensweisen gegen verschiedene Gäste auf verschiedenen Partys beteiligt war. Natürlich wollte Cuba Gooding Jr. als Freund von Diddy auch nicht, dass A verwickelt wurde und B musste gegen den Freund aussagen. Daher haben sie diese verschiedenen Strategien angewendet, um nicht bedient zu werden, die im Wesentlichen keine Antwort auf die Tür beinhalten, wie beispielsweise die Sicherheit nicht in ihre Verbindung zu lassen. Plötzlich haben sie keine Weiterleitungsadresse. Sie sind nicht mehr hier, obwohl, weißt du, jemand hat sie wahrscheinlich vor ein paar Wochen dort gesehen, oder? Sie sind also in der Lage, Dinge zu tun, die normale Menschen wegen ihres Reichtums und ihrer Privilegien nicht tun können, weil kein... Müsst ihr euch mal überlegen, gell? Also das sind wirklich richtige Rottnasen. Die rennen wirklich vor ihren Problemen weg, wie es aussieht. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch schon einen anderen Bericht gelesen. Ich glaube, es hackt. Die rennen wirklich vor ihren Problemen weg, gell? Das musst ihr euch mal vorstellen. Das ist so, als ob ich sage, okay, ich mache meine Augen zu und ja, mein Briefkasten existiert nicht, die bösen Briefe und alles Mögliche existiert nicht. Ja, die Klagen sind auch gar nicht in Wirklichkeit da. Ne? Und der Vater ist immer noch seine Freak-Offs am machen und schmeißt die nächste Party wahrscheinlich. Ja, so läuft es aber nicht im wahren Leben. Wahnsinn. Und das sind erwachsene Menschen. Wahnsinn. Einer von uns wirklich dem Dienst entziehen kann, oder? Als ob wir unser eigenes Haus haben. So ist es so. Sie klopfen an die Tür, sie kommen, um uns zu dienen. Wenn sie arbeiten,
können Sie dem Dienst nicht entkommen, da der Prozessserver am Schreibtisch kommt und dient. Aber wenn du reich bist... Da ist French Montana, der Frenchie. Die sind ja ganz schön froh alle miteinander, ne? Wollte ich mal nur so mal anmerken. Der ist auch besonders ruhig die ganze Zeit. Man hört gar nichts von denen. Von DJ Khaled hört man nichts und von Frenchie hört man nichts. Läuft auf jeden Fall, läuft. Kannst du dich hinter Sicherheitskräften und Toren verstecken, was es für den Prozessserver schwieriger macht, zu sagen, boom, du musst am X-Datum auftauchen und du weißt, Zeugenaussagen über X und ABC abgeben. Deshalb geht der Kläger vor Gericht, um Entschädigung zu suchen, wie, hören Sie, das ist nicht schlimm. Sie können sich dem Dienst nicht entziehen. Definitiv. Er muss sich der Realität stellen. Das ist nun mal das Schöne. Egal wie viel Geld du hast, du musst trotzdem dein Mann stehen in diesem Falle. Sie müssen uns eine andere Möglichkeit geben, was Sie hoffentlich tun werden. Also wenn jemand die echten Dokumente nicht erhält, bedeutet das, dass er diese Klage nicht fortsetzen kann, weshalb diese beiden Männer davon entkommen? Ja und nein. Also wenn Sie nicht gedient werden, versuchen Sie im Grunde, Ihnen als Zeugen oder so zu dienen. Sie haben das Gefühl, dass Sie kritische Informationen haben, um den Fall voranzutreiben. Aber der einzige Weg, diese Informationen zu bekommen, besteht darin, Ihnen zu dienen. Also jetzt werden Sie vorgeladen. Das bedeutet, dass Sie antworten müssen, Sie missachten das Gericht. Also im Grunde, wenn Sie nicht auftauchen oder mit Sicherheit vorgeladen werden, könnte Ihnen eine Gefängnisstrafe drohen und Sie könnten eine Geldstrafe drohen. Es gibt also eine Kraft. Außerdem bedeutet die Vorladung, dass, wenn du hereinkommst, Dennis, auch Meineids ein Problem wird. Wenn Sie also reinkommen, sind Sie unter der Befugnis dieser Vorladung und sagen Sie nicht die Wahrheit, können Sie wegen Meineids angeklagt werden. Es gibt also viele prozedurale Dinge, die sehr wichtig sind, warum Sie richtig bedient werden müssen. Wenn Sie nicht bedient werden, können Sie sagen, nun, ich weiß nichts davon. Warum sollte ich dann antworten und eines bestimmten Tages auftauchen? Ich weiß doch gar nichts, oder? Auf diese Weise versuchen Sie, dem Dienst zu entziehen, weil Sie Ignoranz als Entschuldigung benutzen wollen, anstatt wirklich über irgendein Problem zu sprechen. Ich denke jedenfalls, die Söhne sind auf jeden Fall Hohlbirnen. Also ich glaube nicht, dass die viel im Kopf haben, ehrlich gesagt. Ne? Die können nur Geld ausgeben von Papa und das war's auch. Und mit dem Nachnamen glänzen, sage ich mal, der jetzt auf jeden Fall in Verruf kommt. Maximal. Ich denke mal eher, das ist die Strategie von den Anwälten, die gesagt haben, macht mal langsam, ne? Also probiert da, macht das und das, diese Strategie, damit das Ganze nicht zugestellt werden kann, bla bla bla, dass ihr nicht vorgeladen werden könnt, nicht erreichbar seid, bis das mit eurem Vater fertig ist, damit das Ganze ein bisschen weiter runter, ne? Alles absenkt und dann können wir das ganze Ding weitermachen. Bis dahin kommt nur eine Geldstrafe höchstens oder so und das war's. Das ist, denke ich mal, die Strategie. Da tun die Anwälte, die auf jeden Fall die Kids sehr gut beraten, weil die können sich das, glaube ich, absolut nicht leisten, dass sie jetzt gleichzeitig auch nochmal auf die Kids draufgehen und die Kids auch noch dann aussagen müssen gegen den Vater und sich dann vielleicht verplappern, emotional werden und so weiter. Ne, könnt ihr euch ja vorstellen. Wenn das Diddy macht, ist er ganz kalkuliert, wie auch Jay-Z, kann ich mir vorstellen, eiskalt abgebrüht, aber ich glaube, die Kinder in Anführungszeichen, Ü30, sind auf jeden Fall noch grün hinter den Ohren. Hellgrün, richtig verwöhnte Schnösel, würde ich sagen. Das ist meine Theorie. Die unwissende Seite der Sache ist interessant, weil Sie und ich vor all dem über eine konkrete Linie in der Klage gesprochen haben, die darüber spricht, wie Sie das öffentlich zugeben, aber nicht privat. Nehmen Sie zum Beispiel Justin Combs. Als die Klage im Februar letzten Jahres eingereicht wurde, trat er auf und gab eine Erklärung ab, dass er alles kategorisch bestreitet. Ich erinnere mich an dieses spezielle Vokabular, also hat er es definitiv getan. Aber wenn er dem Papierkram entgeht, meine ich weiß nicht, das macht mir irgendwie Sinn. Zum Beispiel, warum er da sein würde, um es zu bekennen, aber nicht gehen will, das macht keinen Sinn. Das sind halt die Anwälte, die das Ganze strategisch fortführen, ne? Das ist ja logisch. Die selber geben gar keine Statements ab, die selber können gar nichts. Die können nicht ein paar Sätze gerade ausreden, bin ich mir sehr sicher. Nun, das ist eine Situation, die es sinnvoll macht. Absolut. Also geben Sie zu, hey, hör zu, ich weiß, dass es passiert. Vielleicht ist es eine PR-Strategie, hey, du weißt, ich leugne alles kategorisch, ich erkläre jetzt öffentlich, dass ich nicht beteiligt bin, ich weiß nichts, was auch immer der Fall ist, aber wenn man vor dem Gericht der öffentlichen Meinung ist und vor dem richtigen Gericht ist es anders. Es ist also großartig, all diese Aussagen sagen zu können, aber es wird nicht unbedingt vor einer Jury kommen. Die tatsächlichen Beweise, die Sie haben, sei es das, was Sie sehen, was
was Sie hören, was Sie beteiligt sind etwas, was der Kläger braucht, um den Fall zu stärken und weiter voranzubringen. Also hilft Sie dem Fall nichts, indem Sie öffentliche Aussagen machen. Sie müssen sich tatsächlich hinsetzen und unter Eid aussagen, damit Sie zur Rechenschaft gezogen werden können. Wenn Sie später vor Gericht aussagen und eine andere Aussage abgeben, können Sie angeklagt werden, weil es wie, hey, du hast XYZ in deiner Aussage gesagt und jetzt bleibst du 2 Jahre später vor Gericht. Etwas anderes. Wenn du in einer Aussage etwas sagst natürlich, ne, und dann vor Gericht noch etwas anderes sagst, ne, was nicht mit der Aussage zusammenpasst, dann hast du halt ein großes Problem. Wenn es nur eine zufällige Medienaussage wäre, könnten Sie nicht das gleiche Maß an Verantwortung haben. Also stellt euch vor, jetzt alle möglichen Dinge gegen Diddy werden jetzt wahr und der wird verknackt wegen diesen ganzen Dingen und bei der einen oder anderen Sache hat Little Rod eventuell das auch dann die Kids gefragt oder was weiß ich was, die sind irgendwie da verwickelt und die Aussage von den Kids war zum Beispiel dann für Diddy, ne, und rausgekommen ist was anderes, dann müssen die auf jeden Fall auch da zur Rechenschaft gezogen werden, weil die halt dann eine Falschaussage gemacht haben. Wie es in Amerika ist und so, weiß ich nicht, weil kann man gegen die eigene Familie aussagen, gegen verheiratete Ehepaare, können die gegenseitig aussagen? Ich weiß es gar nicht. Amerika ist nochmal anders, keine Ahnung. Und das ist nochmal ein Bundesfall und ach, das ist alles durcheinander. Den hier Fall ist ein Zivilfall, das ist alles so ein Kuddelmuddel, das kann ineinander verlaufen, aber ey, was weiß ich denn? Was weiß ich denn? Das ist total durcheinander. Da blicke ich nicht mehr durch, wirklich nicht. Wir müssen einfach nur abwarten, was dann am Ende dabei rauskommt, würde ich sagen. Also andere Möglichkeiten sehe ich da gerade nicht. Wenn ich mich in Justins Lage versetzen würde, bezweifle ich, dass er bereit ist, über etwas in Bezug auf seinen Vater auszusagen. Übrigens habe ich mir schon überlegt, ob ich mir hier einen Anwalt schnappe und mit denen hier quatsche über diese Fälle und so weiter, so wie die das gerade machen. Aber das Problem ist, ich habe zwar sehr, sehr gute Anwälte hier in Deutschland, wirklich sehr, sehr renommierte Anwälte, muss ich sagen, sehr, sehr top Star-Anwälte, aber mit den amerikanischen Gesetzen, auch von Staat zu Staat ist es unterschiedlich. Andere Gesetze, andere dies und das hat gar keinen Sinn. Null. Deswegen kommt das nicht zustande. Die könnten da nicht wirklich viel sagen. Da muss man wirklich selbst wenn du einen deutsch-amerikanischen Anwalt dazu holst, und den fragst, könnte er dir allgemein das ungefähr sagen, weil das ist nochmal ganz spezifisch, nochmal ganz speziell die ganze Geschichte hier mit den Bundesgeschichten hier, ne? Und wie gesagt, von Staat zu Staat nochmal anders, deswegen erspare ich uns das einfach. Und wir gucken einfach hier, ne? Die Leute wollen nicht gern für ihre Familien Zeugnis ablegen oder darüber reden, was hinter verschlossenen Türen passiert. Ich frage mich wirklich, ob er irgendwann bedient wird und sich hinsetzen muss, um einige Fragen zu beantworten. Das ist eine Zivilklage, die von Rodney Jones eingereicht wurde, Lily Rod. Aber wir wissen, dass der Strafprozess gegen Diddy nächsten Monat beginnt. Gibt es also etwas, das verwendet werden kann, sagen wir, wenn Justin Combs hier für ein Zivilverfahren interviewt wird? Kann es dann vor einem Strafgericht verwendet werden? Es ist möglich. Das könnte daran liegen, dass erstens, wenn er sich selbst in irgendeiner Aussage beschuldigt, die er macht, dann kann die Staatsanwaltschaft anfangen, zurückzugehen und herauszufinden, ob die Verjährungsfrist abgelaufen ist und ob es noch eine Chance gibt, ihn zu beschuldigen. Versteht ihr? Das kann alles ineinander laufen. Seine Aussagen sind hier wirklich aussagekräftig im wahren Sinne des Wortes. Deswegen werden die jedes einzelne Ding, was der von sich gibt, wirklich auf die goldene Waage legen. Und das wollen die halt verhindern, indem die halt das Ganze hinauszögern. Ist doch logisch. Das Schlauste, was du machen kannst, ist gar nichts zu sagen. Erst einmal, bis die ganze Geschichte vorbei ist. Und dann kann man die ganz strategisch nochmal rannehmen, diese ganze Geschichte, logischerweise, weil man dann weiß, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber aktuell wissen die es halt nicht, wie das ausgeht. Auch wenn die sehr, sehr siegessicher da sich hinstellen und so weiter, die wissen es natürlich logischerweise nicht. Und sind alle mit einem Fragezeichen am Start. Wie wir auch. Sie können mit jedem Überlebenden nachgehen und beweisen, dass ich von Justin Combs verletzt wurde oder dass er anwesend war, als ich verletzt wurde und so weiter. Damit können wir dem FBI eine weitere Chance geben, die Ermittlungen durchzuführen. Es gibt also diesen Aspekt. Und dann natürlich auch, wenn Sie in ein Strafverfahren hineingezogen werden und Sie eine Aussage geben, die das Gegenteil von dem ist, was Sie in Ihrer zivilrechtlichen Zeugenaussage gemacht haben, kann dies auch verwendet werden, um Sie anzuklagen. Also das ist wieder ein Beweis für Ihre Glaubwürdigkeit. Es schafft einfach ein Durcheinander in Ihren Köpfen, in das Sie nicht verwickelt sein wollen. Deshalb vermeiden Sie den Dienst so lange wie möglich. Das brachte mich zum Gedanken, wenn die Angeklagten vor Gericht aussagen würden, als könnten sie ihre Geschichte erzählen, cool.
Aber das Kreuzverhör der Staatsanwaltschaft erschreckt mich, weil sie nie wussten, dass sie Staatsanwalt sind. Was steckt Melbas Ärmel? Ich weiß es nicht. Sie hat wahrscheinlich ihre Arbeit erledigt. Ich will mich nicht in Schwierigkeiten bringen, indem ich aussage. Ich kann also verstehen, warum sie es vermeiden. Laut Lil Rod sagte er in seinem Dokument, dass es sich um ein koordiniertes Obstruktionsprogramm handelte. Basierend auf dem, was wir gesehen haben, glauben Sie, dass Gooding und Combs diesem Dienst entkommen? Oh, definitiv. Sie verstecken sich. Haben Sie das gemeinsam geplant? Einzelne Diskussion, oder? Aber um sicher zu sein... Ihr hört das selber, die verstecken sich, ne? Also das, egal wie manchmal die Übersetzung, ne, ein bisschen abschweift, man versteht schon, was hier gemeint ist und das Grobe und das Wichtige haben wir auf jeden Fall, ne, inhaliert. Zu sein, sagte Justin, ich wollte nicht gegen Papa aussagen. Ich meine, du weißt Tipps für Baseballschläger, du weißt Enten und Dodge, weil auch der Prozessserver vor seinem Haus campt. Es scheint, dass das in der Beschwerde steht. Die Tatsache, dass sie, wissen Sie, umfangreiche Überwachung und sie wissen, mit den Sicherheitskräften zu sprechen und sie versuchten auf andere Weise in das Grundstück zu gelangen, weil dieser Prozessdienst in der Lage war, seinem Bruder Christian Combs zu dienen. Aber sie versuchten, dieselbe Taktik zu verwenden, um Justin zu erreichen, ohne Erfolg. Er hat also bewusst versucht, den Dienst zu vermeiden, weshalb die Klägerin diese Alternative fordert, nämlich im Grunde zu veröffentlichen. Also habt ihr jetzt eine Ahnung, wie denen ihr Leben aktuell ist? Die verstecken sich. Die verstecken sich die ganze Zeit und geben die ganze Zeit nur Geld aus. Davor haben die noch Partys gemacht und so weiter. Jetzt geht das halt nicht mehr, ne? Jetzt ist das ein bisschen schwierig. Jetzt ist ihr ganzes Leben eingeschränkt, so auf Corona-Basis, wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt müssen die auf jeden Fall sich selbst in Quarantäne stecken. Die sind einfach auf der Flucht sozusagen. Die verstecken sich. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber ja, würde ich unbedingt gerne, also wenn ich mich in die Lage versetzen würde, ne, oder sofern ich das kann, würde ich gegen meinen eigenen Vater aussagen? Nein, würde ich nicht wollen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Geschichte ausgeht und was mit denen dann passiert. Ja. Das ist also ein Verlagsdienst. Das bedeutet also, dass sie im Grunde eine Anzeige in der New York Times und der Los Angeles Times schalten und sagen, hey Justin Combs, hilf dir. Weißt du, wir wollen dich am X-Day sehen. Er kann jetzt nicht leugnen, oh, ich wurde nicht bedient. Ich weiß es nicht. Ich wurde nicht informiert, sollte das heißen. Nicht, weil es ist in den Medien, es wird nicht nur in diesen Zeitungen erscheinen, es wird auch berichtet werden. Nochmal zur Erläuterung, ne? Wenn die beispielsweise bei den New York Times oder sonstiges das Ganze schalten und sagen, hier, Justin, komm mal ran, du hast dann und dann einen Termin, dann wird das natürlich eine Runde machen in den Medien und die können dann nicht sagen, die haben das nicht mitbekommen. Und das sagt sie gerade. Wenn er von der Klage wüsste und in einem Podcast darüber sprechen könnte, würde er auch die Veröffentlichung des Dienstes kennen. Wenn er sich dann entscheidet, nicht zu verfolgen und vor Gericht zu erscheinen oder an der Stelle des Todes oder Ähnliches zu erscheinen, dann können Lord Jr. und sein Team zum Richter zurückkehren und erneut eine Art Sanktion fordern, die als Missachtung des Gerichts angesehen wird. Also, so einfach ist es anscheinend nicht mit dem Verstecken. Die können natürlich andere Methoden anwenden, um an den ranzukommen, um dann sagen zu können, hey, du machst dir nur mehr Probleme, weil du hast definitiv diese Meldung erhalten. Jeder hat das mitbekommen und du auch. Kannst du nicht sagen, dass du das nicht mitbekommen hast. Oder hast du kein Kabelfernsehen zu Hause? Hast du keine Freunde, die davon berichtet haben, dass du irgendwie da einen Termin hast? Müsst ihr euch mal vorstellen. In den Medien wird einfach gesagt, du hast einen Gerichtstermin. Einfach damit dieser Typ einfach da auftaucht. Das sind auf jeden Fall krasse Methoden. Lustig, aber ja. Funktioniert. Und wieder Geldstrafen, Gefängnisstrafen, bis sie sich daran halten, solche Dinge. Okay, ich möchte auf jeden Fall über diese Werbung sprechen, denn das ist der Grund, warum wir als Dienstleistungsmittel hier sind. Aber ich möchte eine kurze Frage stellen, während Sie über Prozessserver sprechen, weil Sie sagen, dass Sie das Team von Little Rod für ungefähr $1.000 verwendet haben, vielleicht mehr, um zu versuchen, diese beiden zu finden und sie tatsächlich zu bedienen. Das bringt mich zu etwas wie Bounty Hunter oder so etwas, das versucht, diese Leute zu finden und dieser Job oder so etwas, das plötzlich auf ihnen auftauchte. Wie würden diese Leute aussehen, die versuchen, sie zu verfolgen? Ich meine, wir haben geschlossene Gemeinden, Sicherheitskräfte, weil das prominente oder hochkarätige reiche Leute sind. Ich meine, wie wird es aussehen, wenn sie versuchen, ihnen wirklich zu dienen? Alles, was Sie sagen, liegt daran, dass Sie noch einmal bestätigen wollen, dass diese Person dort lebt. Also musst du deine Hausaufgaben machen, bevor du hinausgehst. Du suchst also nach Adressen, Freunden, Häusern der besten Freunde, irgendeinem Ort, an dem du denkst, dass sie häufig gehen, damit du es liebst, wenn du siehst, wie Leute jemandem Scheidungspapiere schicken, richtig? Was passiert für diese Leute, die versuchen, in geschlossene Gemeinden, promi-gesicherte Bereiche zu gelangen?
Aber für Prominente sind sie vorsichtiger mit ihren Bewegungen. Das ist der Grund, warum die Überwachungskomponente so wichtig ist. Wenn Sie jedoch mehrere Ein- und Ausgänge haben, verfügt das Prozessdienstteam nicht über 20 Personen, die alle Winkel abdecken können, wie die Strafverfolgung. Es könnte andere Möglichkeiten geben, mit denen Sie grundsätzlich ausweichen können. Der Prozessserver wird also sein Bestes tun, um die Adressen zu identifizieren, die Orte zu identifizieren, die Sie häufig besuchen und dann versuchen, an diesen Positionen zu sitzen. Aber Sie haben nur 1 oder 2 Leute, die versuchen, dies zu erreichen und Sie haben wahrscheinlich 567 verschiedene Ziele und es wird einfach unmöglich. Deshalb Ich glaube, wir machen mal einen Cut hier, weil die wiederholen sich hier, die wollen das alles in die Länge ziehen, darauf habe ich keine Lust. Im Wesentlichen haben wir das Ganze verstanden, die tun sich auf jeden Fall verstecken, die probieren das so lange wie möglich einfach zu machen, durchzuziehen. Die Frage ist, werden die eventuell dann ins Gefängnis kommen, einen Haftbefehl bekommen, Geldstrafen bekommen, etc. pp., weil so einfach kann man das nicht machen, wie wir gerade gehört haben. Und die Methoden gibt es auch, um die Nachrichten, sage ich mal, sie erreichen zu lassen. Und das ist auch gut so. Da gibt es einige Methoden auf jeden Fall. Und ja, lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was denkt ihr? Ich weiß, ihr werdet höchstwahrscheinlich sagen, wie der Vater, so die Söhne, die Brute, alles ist gleich, ne? Alle in Knascht. Ja, warten wir es ab. Dankeschön fürs Zuschauen. Gerne, wie gesagt, wer noch nicht geliked, kommentiert, abonniert hat, gerne machen. Dankeschön, bis zum nächsten Video und ciao, ciao, ciao.